Falls du gerne viele verschiedene Spiele im Stream ausprobierst, dann habe ich hier 2 Seiten für dich, die dir dabei helfen können, noch mehr Spiele kostenlos ausprobieren zu können, nämlich Lurkit und Keymailer. Auf den beiden Seiten kann man quasi nach Keys nachfragen als Creator und von dem Publisher oder den Entwicklern Keys bekommen, je nachdem wie groß man natürlich ist, wie viele Zuschauer man im Durchschnitt hat. Je nach Spiel variiert das immer. Wenn das ein AAA-Game ist, dann sind die Voraussetzungen meistens sehr viel höher, als wenn das jetzt irgendein Indie-Game ist. Da muss man einfach ein bisschen schauen. Es gibt aber auch Spiele, da kann man ganz gut Glück haben, dass man auch als kleiner Creator einen Key abbekommt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Lurkit einmal angucken, so sieht das Ganze hier aus, können wir auf der linken Seite Keys oder Quests uns angucken. Bei Keys, das ist hier dieser Tab, können wir uns einfach so ein paar Spiele anschauen und ja, nach einem Code nachfragen, beziehungsweise nach einem Key nachfragen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir diesen dann auch gestellt. Die Quests sind nochmal was anderes. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas auswähle, dann kann ich im Prinzip sagen, jo, ich mache euch ein Angebot, ich streame euer Spiel auf Twitch und ja, ich würde dafür gerne, keine Ahnung, $50 nehmen und würde das dann 120 Minuten, also 2 Stunden streamen, nehmen dafür $50. Das heißt, das Spiel wird einerseits beworben und ihr kriegt Geld dafür. Das ist quasi nochmal was anderes. Da habt ihr den Key in den meisten Fällen schon, beziehungsweise habt das Spiel einfach schon und stellt dieses Spiel vor. Es kann auch sein, dass ihr hier einen Key bekommt. Das hängt aber immer von der Quest ab. Manchmal gibt es einen, manchmal nicht. Hier könnt ihr euch auch einfach mal durchgucken, wenn ihr hier oben sagt, zeigt mir nur das an, wo ich auf jeden Fall angenommen werde. Dann wird das natürlich einmal alles rausgefiltert. Ihr könnt aber auch quasi auf gut Glück gucken und ab und zu könnt ihr euch auch für Sachen bewerben, wo ihr eigentlich noch nicht groß genug für seid. Das kann man einfach mal durchschauen. Ähnlich bei den Keys. Da kann ich auch sagen, bitte nur die, wo ich auch auf jeden Fall angenommen werde. Und dann kann ich hier nach einem Code nachfragen und werde zu einer großen Wahrscheinlichkeit angenommen und kriege irgendwann diesen Key. Oder ich gucke mir auch hier einfach Sachen an, wo ich sage, ey, das ist interessant, vielleicht hier zum Beispiel Sea of Thieves. Okay, was müsste man haben bei Twitch oder YouTube? 30 Average Viewer oder auf dem Video durchschnittlich 6000 Aufrufe. Bei Shortform-Content, also TikTok und YouTube Shorts, sind das hier 10.000 Average Views und Channelgröße wird auch vorgegeben. Da muss man halt immer so ein bisschen aussortieren und gucken, aber man kann es natürlich auch einfach umstellen und sagen, jo, nur das, wo ich auf jeden Fall angenommen werde. Ansonsten gibt es noch Keymailer. Bei Keymailer gibt es, soweit ich weiß, keine Voraussetzung, um angenommen zu werden, um sich halt registrieren zu können. Im Nachhinein entscheiden natürlich auch wieder die Publisher, Entwickler, ob man einen Key bekommt oder nicht. Da kann man dann auch einfach draufklicken und sich Infos anschauen. Ganz viele Key-Features. Hier gibt es zum Beispiel noch ein Giveaway für die Community, wo man dann Keys verlosen kann und kann dann einfach nachfragen. Hier gibt es jetzt keine festgelegten Voraussetzungen mit Average Viewern oder Followern oder irgendwas anderes. Aber man muss sich natürlich trotzdem im Klaren sein, sie gucken sich dein Profil irgendwo ja dann natürlich auch an, ob du für die in Frage kommst oder nicht. Also hier auch bei Keymailer kriegst du nicht einfach die Keys quasi geschenkt, nur weil du Creator bist. Aber man kann auf jeden Fall auf beiden Seiten einfach mal gucken nach Spielen, die einen interessieren, wo man sagt, jo, vielleicht kann man die ja mal ausprobieren.